Hallo Freunde, zu meiner, ist es mittlerweile glaube ich, sechsten Folge Leather Suit Larry, Zungenbrecher, Wet Dreams Dry Twice, boah, schwierig heute. Ja, wir sind gestern schon wieder ein bisschen weitergekommen, sind aber im Gefängnis auf, ich glaube, Muffington Island heißt es, gelandet und müssen uns heute, ich lade es mal, da jetzt raus befreien. In der Hoffnung, dass mir das jetzt gelingen möge. Wir haben schon gestern ein bisschen rumgeschaut und müssen es jetzt irgendwie schaffen, hier das Gefängnis zu verlassen. Was tun wir da? Also als erstes würde ich gerne, genau, wir sollen hier mal... Da ist die Leitung unterbrochen. Ja, dann fragen wir mal den Swingle, ob der uns da vielleicht helfen möge. Haben wir mit dem überhaupt schon komplett geredet? Fragen wir mal, gucken wir mal, was er Hast sagt. du eine Idee, wie wir herauskommen? Aber Herr Larry, warum sollte ich denn hier weggehen? Ich sehe gerade, ne, ist okay, ne? Ich bin hoffentlich ausreichend zu hören. Ja, warum wohl? Weil sie uns eingesperrt haben. Aber Herr Larry, was ist denn gegen ein paar Handschellen einzuwenden? Oh Gott! Was ist denn, Herr Larry? Gute Güte, Sie sind auf einmal so blass geworden. Du, Ja? Ja? du bist ja schlimmer als ich. Vielen lieben Dank, mein Herr. Ja, versuchen es nochmal, Aber mal im ne? Ernst. Wie können wir ausbrechen? Nun, gar nicht, aber das ist nicht schlimm. Bald gibt es wieder Essen. Vielleicht sollten wir einen Hungerstreik erklären. Aber davon werden wir doch nicht satt. Okay, ich kümmere mich allein drum. Ich bin hier reingekommen, also komme ich auch wieder raus. Das sage ich mir beim Sex auch immer. Okay. Okay. Ja, so haben wir scheinbar noch nicht mit ihm gesprochen, ne? Also sprechen wir mal weiter, gucken, Wie war was er das noch zu nochmal mit der sagen hat. Höhle und den Schlüsselsteinen? Nee, Eine das der müssen wir ja. hiesigen Legenden, mein Herr. Eine Höhle soll Ah. tiefes Wissen all denen geben, die sie betreten. Ekstase also. Ekstase. Doch leider kommt man inzwischen nicht mehr so einfach zur Höhle und braucht einen verschollenen Schlüsselstein, um sie zu öffnen. Mhm. Ja, ich erinnere mich. Ja, Ich Faith. glaube, Faith erinnert sich an nichts mehr. Faith? Woran sollte sie sich denn erinnern, mein Herr? Na, an mich. An ihr früheres Leben. Wie langweilig. Ja, wir brauchen seine Ich Hilfe. brauche deine Hilfe. Tut mir leid, mein Herr, aber ich komme gerade nicht an eure Hose heran. Na, Das meine ich nicht. Kommst du an das Kabel? Nein, mein Herr. Das ist zu weit weg für mich. Na, verflucht. Wenn ich ihn irgendwie näher dorthin schaffen könnte. das wäre eine Idee. Da habe ich aber auch direkt Bis dann. spontan eine Idee. Da ist ja so ein Der Schalter. ist zu weit weg. Mein Arm ist zu kurz. Ja, aber wir haben gestern ja hier noch einen zweiten Arm. Wenn mein Arm nicht lang genug ist, hilft eine Verlängerung. Wie bei vielen Dingen im Leben, ne? Jo. Das sieht ja schon mal gut aus. Gucken wir, fragen wir ihn nochmal. Du, ich brauche deine Hilfe. Tut mir leid, mein Herr, aber ich komme gerade nicht an eure Hose heran. Das wissen Das wir. meine ich nicht. Kommst du an das Kabel? Herr Larry. Stromstöße, wie verwegen. Wie Und ich verwegen. dachte erst, sie wären langweilig. Soll ich die Kabelenden an meinen Nippeln befestigen? Es reicht schon, wenn du es hältst. Na gut. So, das ist schon mal gut. Aber so richtig packt das ja nicht an, ne? Naja, egal. Bis dann. Das sollte auf jeden Fall schon mal gut sein. So, und jetzt müssen wir irgendwie noch dieses Ding hier, weil... Wir können es mal versuchen. Aber es wird, Versuchen glaube wir ich, nicht es. klappen. Jo. Jetzt hat er die Hand wieder weggenommen, ne? Das ist auch Mist. Na, egal. Aber wie man sieht, tut sich nichts. Das ist schlecht. Ja. Gucken wir mal hier. Flugzeugtür. Was ist da? Durch das Fenster kann ich rausschauen. Die Kannibalenwachen unterhalten sich draußen. Aber so kann ich nicht hören, was sie sagen. Ah, bitte ein Hinweis. Wir haben hier ein Stethoskop gefunden. Damit könnte ich was hören.
Das sind 2 Kannibalinnen, die hier Wache halten. Aber Ja. das ist nur eine Phase. Ich glaube, das machen alle von uns durch. Das vergeht wieder. Aber ich bin einfach neugierig. Was interessiert dich an Männern denn so? Mit denen kann man nichts anfangen. Ich habe noch nie einen nackt gesehen. Du weißt schon. Doch, hast du. Ich meine, nicht so verkokelt und schrumpelig. Du solltest dich lieber auf deinen Job konzentrieren. Sonst ist die Königin wieder so sauer. Hast ja recht. Und vergiss nicht, nach deiner Schicht das Scrumboard zu aktualisieren. Klar, bis später. Oh, ich erinnere mich. Interessant. Interessant, ja. Es wird jetzt arg schlüpfrig. Ja, aber deswegen spielen wir das Spiel ja. So. Wir versuchen mal. Hallo? Kannst du mal reinkommen? Ja. Da ist die junge Lady. Was willst du? Machen wir wieder mal alles durch, ne? Gucken, was sie zu sagen hat. Worüber sprecht ihr beiden da draußen? Hast du uns etwa belauscht? Nein, ich hab's nicht ganz verstanden, deswegen frage ich ja. Das geht dich gar nichts an. Du bist unser Gefangener und ich darf eigentlich nicht mal mit dir reden. Was zu Kann essen ich wäre was zu schön. essen bekommen? Ihr bekommt euer Futter, wenn ich es will. Aber ich hab jetzt Hunger. Ich entscheide das. Doof. Und dabei bringe ich selbst dauernd irgendwelchen Leuten was zu essen. Ja, also das klappt schon mal nicht. Was haben wir noch? Wie ist denn so der Alltag als Kannibalin? Was genau willst du denn wissen? Was ihr so den ganzen Tag macht? Die Königin sagt, dass wir nicht mit Fremden darüber reden sollen. Aber ehrlich gesagt, anstrengend. Seit die Königin uns organisiert, müssen wir dauernd Sprints machen. Ich hasse Sprinten auch. Alles muss agil sein. Ihr seht aber auch echt gelenkig aus. Nein, ich spreche von Scrum. Scum? Nein, das ist unsere Arbeitsweise. Reden wir lieber über was anderes. Ich werde immer so müde, wenn Leute vom Arbeiten erzählen. Such dir einen Job. Wenn du ein Mann bist, kannst du den Job jedenfalls nicht stemmen. Nee, wieso? Was macht man denn so als Wache? Man bewacht Dinge. Du musst doch regelmäßig nach dem Rechten sehen. Vielleicht solltest du mal eine Zelleninspektion machen. Warum? Ich könnte einen Ausbruch planen. Du? Aus dieser Zelle ist noch niemand rausgekommen. Das motiviert uns nur noch mehr, würde ich sagen. Dem kleinen Kerl hier geht's nicht gut. Das ist nichts Neues. Der ist total krank. In jeder Hinsicht. Er erzählt mir was davon, wie toll der Sex ist, wenn man dabei eine außerkörperliche Erfahrung hat. Wie soll das denn gehen? Ich will es gar nicht rausfinden. Mir ist langweilig. Mir ist langweilig. Mir auch. Ja auch? Ja, das ist schade. Kannst du uns ein Brettspiel bringen? Was ist ein Brettspiel? Man hat ein Spielbrett, auf dem man Figuren verschiebt. Habt ihr sowas hier nicht? Kann man die Figuren essen? Nein. Dann haben wir sowas nicht. Okay. Lass mich raus, sonst schickt mein Gott einen Sturm, der die Insel vernichtet. Das würde Gott nie tun. Er hat uns diese Insel geschenkt. Eine Insel, auf der wir ganz wir selbst sein können. Wo Männer noch ihren Platz haben. Ich will nicht wissen, wo der genau ist. Selbst in Spielen werden die Männer unterdrückt. Ist ja schlimm. Ah, genau. Ich habe gehört, dass du gern mal einen ungegrillten Mann nackt sehen würdest. Naja, sowas haben wir nicht so oft hier. Und wenn, dann nicht lange. Das könnten wir ja ändern. Bist du denn ein typischer Mann? Ich bin natürlich überdurchschnittlich. Echt? Also, das macht mich schon neugierig. Gut, dann zeig mal. Haha, du willst keine Zeit verlieren, was? Meine Schicht ist bald rum. Also los. Okay, der ist zumindest nicht gegrillt, aber auch total schrumpelig. Er hat gerade keinen Dienst. Nee, Er aber... schläft gerade. Dann lasse ich ihn lieber schlafen. Och, Sie müssen ihn mal anfassen. Was meinen Sie, was dann passiert? Gute Güte. halt dich da raus. Also, er hat nicht direkt Unrecht. Tja, Aber jetzt habe ich das auch mal im Original gesehen. Danke. Immer gern. Vor allem dann, wenn man nicht verklagt wird. Erinnert mich irgendwie an das Futter für euch. Jetzt will ich aber wirklich was zu essen haben.
Naja, es ist eigentlich immer noch keine Fütterungszeit. Aber da du mir deins gezeigt hast, zeige ich dir jetzt auch meins. Ja? Einen Moment. Das sieht sehr appetitlich aus. Jedenfalls appetitlicher als das andere. Bei dem kleinen Kerl da können wir machen, was wir wollen. Er setzt einfach kein Fett an. Oder es dauert einfach länger. Meine Körperflüssigkeiten sind nun einmal immer im Schwung, gute Frau. Geht mir da auch so, ne? Ich kann essen, was ich will. Ich nehme nicht ab. Nee, Quatsch. Ja, was haben wir denn da gerade bekommen? Ein schrumpeliges armes Würstchen. Aber das könnten wir vielleicht gebrauchen, ne? Hier. Das So. passt da genau rein. Und das sollte doch jetzt fast funktionieren. Schauen wir mal, was passiert. Versuchen wir es. Ja, ja, ja. Oh. Okay. Wir haben es geschafft, Pi. Los, wir können von der Insel fliehen. Willst du den kleinen Kerl etwa zurücklassen? Genau, ne? Wir werden alles tun, um ihn zu Wir retten. werden alles tun, um ihn zu retten. Früher oder So später. kenne ich dich. Sie gehen schon, Herr Larry. Ich hätte gedacht, Sie wüssten die Gesellschaft dieser Fashion-Damen zu schätzen. Und ich hatte gehofft, wir würden uns noch viel näher kennenlernen. Viel intimer. Aber wo ich genauer darüber nachdenke, wir können ihn auch hier lassen. Sehe ich genauso. Wenn Sie so findig sind, dass Sie sogar aus diesem exzellent bewachten Gefängnis ausbrechen können, mit Ihrer Hilfe könnte ich vielleicht sogar diese Höhle des kosmischen Wissens lokalisieren. Wir könnten die Genüsse dort gemeinsam erleben. Wäre das nicht ganz wunderbar? Ich bin mir da nicht so sicher. Falls Sie sich kundig machen wollen, in meinem Hotelzimmer mit der Nummer 69 finden Sie ein Dossier, das ich zusammengestellt habe. Darin ist alles, was ich darüber herausfinden konnte. Ich denke darüber nach. Halt die Ohren steif. Nicht nur die. Das ist einer. Puh. Wir sind entkommen. Und niemand muss irgendwen essen. Swingle ist noch dort. Ach, der wird schon auf sich aufpassen. Aber was machen wir jetzt? Faith hat ihr Gedächtnis verloren. Nicht einmal an mich kann sie sich erinnern. Jetzt denk doch mal nach, wie wir das ändern können, Larry. Mal scharf nachdenken. Ich. Das ist jetzt die Frage, das, ja, kommt, oder? Ne? Wir sind ja der Larry. Lege sie so richtig flach. Larry, du sollst etwas tun, was sie nicht auch direkt wieder vergessen möchte. Gerade eben hast du doch etwas von Swingle erfahren. Seine Reißverschlüsse haben mich abgelenkt. Das mit der Höhle. Was für eine Höhle? Larry, er hat gesagt, dass es auf dem Archipel eine Höhle des kosmischen Wissens gibt. Wer sie betritt, erlangt tiefes Wissen über sich selbst. Ich weiß doch längst alles über mich. Nicht du, Faith. Ach so. Stimmt. Ob das mit den Genüssen zu tun hat, auf die dieser Knilch scharf ist, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht hat diese Höhle tatsächlich irgendwelche Kräfte, die bei Faith zu einer Selbsterkenntnis führen. Und dann erinnert sie sich. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du mir das Denken abnimmst. Und das finde ich gut. Du musst also die Höhle lokalisieren und öffnen. Ja. Wenn du dann Faith irgendwie dorthin schaffen kannst, Ja. dann... Ich weiß. Was war das? Na, egal. Was ist passiert? Na, egal. So, wieder konzentrieren. Lege Weiter. ihr ein Gummihuhn auf den Kopf. Nein, Larry. Wenn die Legende stimmt, wird sie sich dann an alles wieder erinnern. Das klingt alles fast zu einfach. Okay, lass uns nach Kalawa zurückkehren. Wir sollten in Swingle Street nach diesem Dossier suchen. Würde ich sagen, ja, das machen wir. Was war das jetzt für eine Musik hier? Komisch. Wo kam sie her und was wollte sie?
Ah, eine Zwischensequenz. Eine Zwischensequenz. Nein, ich sagte, das ist Gleitgel. Das kommt nicht in den Mund, sondern spuckt das wieder aus. Jan Mai, was gibt es? Haben Sie schon etwas über diesen Larry herausfinden können? Halten Sie sich fest, Jan Mai. Er hat bei Prune gearbeitet. Was? Wir haben ihn in den Personalunterlagen gefunden. Er war Stripper-Praktikant. Unglaublich. Das muss eine Tarnidentität gewesen sein. Also hat er auch schon Prune infiltriert, dort vermutlich alle Firmengeheimnisse gestohlen. Aber in wessen Auftrag? Für wen arbeitest du, Larry? Er ist eindeutig eine Bedrohung. Vielleicht sollten Sie ihn sicherheitshalber eliminieren. Nein. Wir dürfen nicht unser Ziel aus den Augen verlieren. Faith. Wenn er es geschafft hat, Prune zu unterwandern, wird er vielleicht auch herausfinden, wie Faith ihre Erinnerung zurückerlangen kann. Okay. Nur so können wir herausfinden, wo der Algorithmus ist. Gut. Sie haben mein vollstes Vertrauen und mein bestes Foltermesser. Aber waschen Sie es gründlich, bevor Sie es wieder zurückbringen. Es ist ein Familienerbstück. Verstanden. Ich sollte nachsehen, was das Geheimprojekt macht. Hoffentlich gibt es Ergebnisse. Ich habe Druck bis zum Hals. Nari, meine Kleine. Meine Lieblingsingenieurin. Mein Genie. Wie laufen die Tests? Nun, ehrlich gesagt nicht so gut wie erhofft. Die Motorik ist noch nicht ausgereift und die KI funktioniert nicht gut genug. Und die Sexroutinen? Die gehören zur Motorik. Zum Glück haben unsere Testpersonen einen Vertrag unterschrieben, der Klagen wegen Verletzungen ausschließt. Mit dem Algorithmus von Faith wäre alles einfacher. Es kann nicht mehr lange dauern, Dari. Wenn wir die selbsterlernende Routine haben, wird es genauso laufen. Von selbst. Aber wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen unser Produkt ankündigen. Das halte ich nicht für ratsam. Doch, Nari. Etwas braut sich in New Lost Wages zusammen. Ich fühle es. Gut, ich fühle auch so ein Jucken im Schritt. Das hängt damit aber nicht zusammen. Jedenfalls, wir müssen allen einen Schritt voraus sein. Bald enthüllen wir der Welt den P-Bot. Der P-Bot. So, wo sind wir hier? Also, doch, das sieht mir nach dem Zimmer von Swingle aus. Ah, Er hat okay. es sich hier wirklich gemütlich gemacht. Findest du nicht, Pi? Bitte such einfach dieses Dossier und lass uns hier verschwinden. Ja, wir suchen das Dossier. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das finden werden. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Dezent und vielseitig einsetzbar. Ein Massagestab. Aha, ja, habe ich schon mal gesehen. Ja, was ist das? Ein Tentakel, ja. Seltsame Noppen. Was haben wir denn noch Schönes hier? Sie sehen nicht benutzt aus, aber ich gehe auf Nummer sicher und lasse die Finger davon. Das ist schon mal gut. Was haben wir hier? Ist da noch was anderes da, oder? Ja, da ist noch was. Ja. Ich mag Biber. Ich mag Biber auch. Biber sind nett. So, was könnte man denn noch machen? Aha, Da passe ich nicht rein. Hoffentlich. okay. Warum heißt der denn Gagball? Der ist doch gar nicht witzig. Das habe ich auch noch nie verstanden. Naja, so. Ja, mehr kann man hier wohl nicht machen. Was kann man denn noch machen? Was kann man denn noch machen? Ja, da ist noch ein... Gucken wir mal, was Ich passiert. weiß, ich soll nicht an Hebeln ziehen, von denen ich nicht weiß, was sie anrichten, aber Ui. Ja, na, Okay. jetzt weiß ich wieder, warum ich das nicht tun sollte. ja, ich auch. So, was haben wir da? Okay.
Schon praktisch, wenn man sowas einfach wieder abnehmen kann. Das ist immer das Beste bei Larry. Einfach erstmal alles mitnehmen und dann überlegen. So, was haben wir Mein hier? Freizeitanzug gefällt mir entschieden besser. Den fasse ich nicht an. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir an das Dossier? Ich könnte mir ja fast vorstellen, dass das hier Abgeschlossen. Und man kann da keinen Code oder sowas eingeben. im Safe ist. Was haben wir hier noch? Ein Telefon? Okay, was soll ich wählen? Skandal! Geht keiner ran? Das ist aber schade, ja. Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage, ne? Was machen wir jetzt, um hier an das Dossier zu kommen, ne? Man schaut hier, ich mach das mal, glaube ich, wieder weg, oder? Hier, das braucht ein bisschen Licht. Die Disco-Kugel stört auch im Bild. Ja. Diese Markierung, das muss ja irgendwas zu bedeuten haben, oder? Jetzt ist wiederum die Frage, tja, ich würde sagen, wir versuchen einfach mal. Das ist grün. Sie sehen nicht benutzt aus. Ja, ist okay. Okay. Interessante Galerie. Und da habe ich beim ersten Teil schon Probleme gehabt. Also beim ersten Mal, als ich das gespielt habe. Das ist rot und das ist orange, oder? Und das ist orange und das ist rot? Oder umgekehrt? Ich würde eigentlich sagen, so. Und das dann hier hin. So, und das würde dann die Zahlenkombination 2, 3, 4, 5, 1 bedeuten. Gucken wir mal, Okay, was soll ich wählen? ob wir die hier finden. 2, 3, 4, 5, 1. Wie? 2, 3, 4, 5, 1. Das hat den Safe entriegelt. Yeah. Gar nicht so schwer eigentlich. Wenn man weiß, was man tun soll. Naja. So, was haben wir da? Ich bin gespannt, was in Swingles Dossier steht. Schau mal hier, Pi. Das muss das Dossier sein, von dem Swingle erzählt hat. Das ist schon mal gut. Es ist irgendwie klebrig. Fass es nur mit spitzen Fingern an. Ich will mir gar nicht vorstellen, welche Krankheiten du dir damit einfängst. Lass es mich lieber für dich einscannen. Ich nehme alles daraus in meine Datenbank auf. Dann kann ich dir immer die Informationen geben, sobald du sie brauchst. Halt mich nur nicht zu nah ran. Bäh. Alles klar. Alles klar. So, ich habe alles. Was ist denn alles in diesem Dossier? Swingle war wirklich fleißig. Das sind Kopien von historischen Dokumenten von der Mannschaft, die den Archipel entdeckt hat. Tagebucheinträge und Briefe, das Logbuch des Kapitäns, ein paar ziemlich verwirrte Notizen und Swingle hat auch Anmerkungen eingetragen. Die Besatzung dieses Schiffes hat tatsächlich diese Höhle des kosmischen Wissens betreten, die Swingle erwähnt hat. Um sie zu öffnen, war ein Schlüsselstein nötig, den sie gefunden haben. An der Stelle sind die Aufzeichnungen etwas durcheinander. Sie haben wohl tatsächlich viel über sich selbst erfahren, aber bei einigen war das wohl unschön. Was sie jedenfalls erfahren haben, hat sie dazu gebracht, den Schlüsselstein in 4 Teile zu zerbrechen. Kapitän Muffington, Reginald Cockburn, Lady Gobbledick und der Marquis de Connard. Sie alle haben einen Teil behalten. Den Weg zur Höhle haben sie unkenntlich gemacht, damit sie niemand jemals wieder betritt. Das klingt nach einem Job für Larry Leffer. Was wurde aus ihnen? Sie sind alle unter mysteriösen Umständen gestorben. Wollen wir ein bisschen was hören? Ja, ne? Wir wollen noch was hören. Kapitän.
Muffington hat sich zunächst auf eine der Inseln niedergelassen. Diese ist heute noch nach ihm benannt. Aber was auch immer er in der Höhle über sich gelernt hat, eines Nachts hat er es nicht mehr ausgehalten. Er versuchte mit einer kleinen Crew die Unsatisfied aus dem Archipel zu segeln. Aber gewaltige Wellen schlugen sein Schiff gegen die Felsen. Einer dieser Felsen war der sagenumwobene Penisfelsen, der heute noch als Fruchtbarkeitssymbol verehrt wird. Also ist sein Teil des Schlüsselsteins vermutlich dort mit ihm gesunken. Vermutlich. Schon mal gut zu wissen. Was weißt du über Cockburn? Regibald Cockburn hat mit Lady Gobbledick eine Familie gegründet. Oh, das ist interessant. Seine Tochter hat später den Namen Marley angenommen. Moment. So heißt doch Bobby. Ich sollte sie danach fragen. Cockburn hat also glücklich bis ans Ende seiner Tage gelebt? Er ist durch Sexsucht an einer gebrochenen Hüfte gestorben. Sag ich doch. Ach, was für ein Leben. Hast du mir zugehört? Du stellst Sexsucht gerade irgendwie negativ dar. Ich? Egal. Jedenfalls wurde er auf Muffington Island begraben. Wahrscheinlich mit seinem Schlüsselstein. Ja, gut zu wissen. Was ist mit Lady Gobbledick passiert? Sie ist auf mysteriöse Weise erstickt. Über sie sind kaum Informationen erhalten, außer dass sie mit Cockburn gelebt hat. Hier ist noch ein Tagebucheintrag von ihm. Das Grab meiner verehrten Lady Gobbledick darf von niemandem gefunden werden. Die dunkle Wahrheit darf niemals ans Licht kommen. Nur ich kenne den Weg zu ihrem Grab. Er beginnt auf... Da endet der Eintrag. Es fehlt offenbar die zweite Seite. Ich muss diese zweite Seite finden, um zu Lady Gobbledicks Grab zu gelangen und mehr über ihren Schlüsselstein herauszufinden. Und der letzte noch? Ja, komm. Was wurde aus dem Marquis? Der Marquis hat nicht verkraftet, was er in der Höhle über sich gelernt hat. Er hat sich in den Vulkan von Kalaua gestürzt. Ups. Das heißt, es gibt keine Spur von seinem Schlüsselstein. Vielleicht ist er zusammen mit dem Typen geschmolzen. Aber du könntest beim Vulkan nach Spuren suchen. Okay, ich habe also 4 Schlüsselsteine zu suchen. Und natürlich die Höhle des kosmischen Wissens selbst zu lokalisieren. Stehen im Dossier noch Informationen, wo sie sein könnte? Es deutet einiges auf Gufuku Island hin. Swingle hat sogar ein paar Koordinaten eingetragen, wo er die Höhle vermutet. Aber selbst wenn du die Höhle und alle 4 Teile des Schlüsselsteins gefunden hast, gibt es immer noch ein Problem. Ich bin zu sexy für mein Hemd? Nein, du musst Faith dazu bringen, mit dir in diese Höhle zu gehen. Du meinst, ich muss die gefährlichen, bewaffneten Kannibalespen austricksen, um eine Audienz bei ihrer Königin zu bekommen, die Gedächtnisverlust hat und mich braten will? Genau. So gut wie erledigt. Und ich weiß nicht, Larry, ob das überhaupt eine gute Idee ist, was diese Leute damals in der Höhle über sich erfahren haben. Einige hat es in den Wahnsinn getrieben. Wer weiß, was mit Faith in dieser Höhle passiert. Oder mit dir. Kosmisches Wissen. Selbsterkenntnis. Endlose Genüsse. Diese Höhle könnte auch gefährlich sein. Wir haben keine Wahl, Pi. Faith ist sowieso verwirrt und hat Gedächtnisverlust. Vielleicht verpasst die Höhle ihrem Verstand einen Schubs in die richtige Richtung. Und wenn gleichzeitig ich zu einem sexsüchtigen Perversen werde, dann... Würde sich ja nichts ändern. Hey, ich wollte sagen, dann werde ich damit leben müssen. Bis du an einer gebrochenen Hüfte stirbst oder dich in einen Vulkan wirfst. Mir brummt der Schädel, Pi. Keine Sorge, habe ich alles in deine App eingetragen. Okay, ja, da ist ja wieder einiges passiert hier, ne? Ja, was machen wir jetzt? Hier haben wir, glaube ich, alles erledigt. Ne, da ist noch was. Was ist das? Was für ein aufgeblasener Typ. Also jetzt gerade nicht. Eher generell. Eher generell, ne? Ja. Der hat keinen langen Atem. Okay. Ja, aber jetzt, glaube ich, kann man hier nichts mehr machen. Also gehen wir mal wieder raus. Wir sollen ja mit der Bobby noch mal reden, ne? Würde ich sagen. Versuchen wir das mal. Vielleicht hat sie noch was zu sagen. Obwohl wir sie ja schon ausgequetscht haben, eigentlich. Na, genau. Regibald Cockburn ist dein Vorfahre? Stimmt. Wie hast du das denn rausgefunden? Er trägt sein Gehirn in der Tasche mit sich rum, Schwester. Ja, war er. Nicht unbedingt ein Höhepunkt meines Stammbaums. Der Stein unten im Foyer stammt von ihm? Ja. Larry, das muss einer der Schlüsselsteine sein. Kann ich den Stein aus dem Foyer haben? Der ist echt hübsch. Ich würde ihn nur aus der Hand geben, wenn ich im Gegenzug ein anderes Andenken an Regibald Cockburn erhalte.
Vielleicht seinen legendären Siegelring. Der hat angeblich ganz außergewöhnliche Kräfte. Tja, wo kriegen wir den her? Na? Du siehst so aus, als wolltest du wieder meine Liebesgrotte erkunden. Wobei, eigentlich siehst du immer so aus. Das heißt also ja? Das heißt also nein. Danke. Für den Moment bin ich zufrieden. Ich aber nicht. Dein Problem. Den Rest, das könnte man Weißt auch du noch eigentlich, fragen. dass es hier Kannibalinnen gibt? Natürlich. Und das macht dir keine Angst? Ich achte natürlich darauf, dass sie keine Gäste entführen, die besonders zahlungsfähig sind. Aber ich sage mal, wenn jemand deutlich im Rückstand ist... Rein kaufmännisch ergibt das Sinn. Sag ich Glaube doch. ja, ne? Natürlich achte ich darauf, dass nicht so viele Leute verschwinden. Niemand hier möchte, dass das auffällt. Niemand. Ich habe schon verstanden. Das haben wir, glaube ich, schon gefragt. Das auch. Das könnten wir Ist noch der Vulkan fragen. eigentlich noch aktiv? Der ist sogar ziemlich aktiv. Deswegen geht dort niemand hin. Natürlich sehen einige durchgeknallte Abenteurer das als besonders große Herausforderung. Aber das ist dann das Problem der Lava, nicht meins. Wo Das finde auch ich noch. die Höhle des kosmischen Wissens? So genau weiß das niemand. Der Legende zufolge irgendwo auf Gofuku Island. Ich habe die Touristen dann immer dort auf die Insel geschleppt, um ihnen die Überreste der Hochkultur zu zeigen. Die paar Steinköpfe. Das hat sie ziemlich wenig beeindruckt. Deswegen lasse ich das inzwischen. Aber wenn dort Spuren einer Hochkultur sind... Ich nenne es Hochkultur, weil wir hier sonst nichts haben. Es sieht für mich eher so aus, als wäre vor langer Zeit irgendein Völkchen hier angeschwemmt worden, das die einheimischen Pilze nicht vertragen und komisches Zeug gebaut hat. Und die Gründungsväter waren wohl auch nicht freiwillig hier, sondern sind hier schiffbrüchig geworden. Irgendwie sind ziemlich viele Leute so auf diesem Archipel gelandet. Bei der Höhle auf Gofuku sind jetzt noch ein paar von den Typen, die wegen des Festivals hergekommen sind. Sollen sie ruhig, solange sie nichts kaputt machen. Das ist schon mal eine gute Info. Das melde ich den Behörden. Ich bin immer noch die Behörden. Okay. Dann fühle dich informiert. Natürlich achte ich darauf, dass nicht so viele Leute verschwinden. Niemand hier möchte, dass das auffällt. Niemand. Ich habe schon verstanden. Okay. Wo ist denn hier eine Insel mit einem besonders gefährlichen Riff? Wenn ich dir das sage, fühlst du dich herausgefordert, dorthin zu fahren? Vielleicht... Mit deinem sogenannten Floß? Dann sage ich es dir besser nicht. Sonst habe ich dich auf dem Gewissen. Das ist schade. Ja, also da kommen wir wohl nicht weiter erstmal, ne? Also, Ich gehe jetzt. Aber vielleicht will dann eine andere Frau mit mir Sex haben. Wenn sie sonst nichts griffbereit hat? na. Naja. So, also in die Lobby, würde ich sagen. Und dann würde ich versuchen wir uns mal in Richtung, wie heißt die Insel? Gofuku Island aufzumachen. So, aber vorher sprechen wir mal noch hier mit Kip heißt er, ne? Ja, genau. Was kannst du mir über die anderen Inseln des Archipels erzählen? Da wäre Muffington Island, aber von dort würde ich mich fernhalten. Warum? Waren Von wir dort ist schon? noch nie jemand zurückgekehrt. Guter Grund. Dann gibt es Gofuku Island. Die ist total langweilig. Das sind nur so alte Statuen, komische Zeichen, viel Nebel und Geheimnisse und so. Wer will denn sowas? Eben, Alter. Und fahr am besten auch nicht nach Fallows Rock. Da sinken Schiffe andauernd. Warum heißt die Insel so? Da ist so ein Fels. Und ich sag mal, der sieht nicht wie ein Unterarm aus. Okay. Bleib locker. Ja, gut zu wissen. So. Babab. So, dann versuchen wir mal. Gofuku Island heißt es. Was gibt's? Ah, Hast du okay. vielleicht eine Ahnung, was aus dem Schrott geworden ist, den ich gesammelt hatte? Schrott? Welcher Schrott? Der da an dem Haken hing. Der in Form eines Flosses? Der Schrott in der Form von Schrott. Den habe ich für dich recycelt. Ist doch super, oder? Alles für den Planeten.
Na, wie geht's dem Vogel jetzt? Ich musste stundenlang schrubben, um das Öl aus seinen Federn zu bekommen. Aber ich habe es geschafft. Das freut mich. Ich habe ihn dann im Dschungel in die Freiheit entlassen. Sogar an einer Stelle, wo ein Weibchen in der Nähe war. Aber als er es gesehen hat, ist er panisch in eine andere Richtung gerannt. Sowas aber auch. Was für ein seltsamer Vogel. Was für ein seltsamer Vogel. Irgendwo wieder ein Tier in Not? Im Moment nicht. Würdest du mir vielleicht helfen, wenn irgendwo Alarm geschlagen wird? Sorry. Ich habe selbst ganz viele Tiere, um die ich mich kümmern muss. Das ist natürlich ein guter Grund. Wenn du auf Kalaua fertig bist, wo machst du dann weiter? Das weiß ich noch nicht. Ich gehe dorthin, wo ich gebraucht werde. Es gibt schließlich auf dieser Welt immer noch genug Leute, die rücksichtslos durchs Leben gehen. Die immer irgendwo was hinwerfen, umkippen, kaputt machen, mitgehen lassen. Manche Sachen lassen sich halt nicht anders lösen. Was? Nichts. Bis später. So. Ja, aber ich sehe gerade, die Zeit vergeht schon wieder viel zu schnell. Deswegen würde ich sagen, unterbrechen wir an der Stelle und reisen dann in der nächsten Folge nach Gofuku Island, wenn es hoffentlich klappt. Ja, ich danke auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit, ne, und den ganzen Quatsch, den sonst andere sagen, sage ich nicht, und verabschiede mich dann bis zum nächsten Mal vielleicht.